Was geht hinab? Ja, wir sind hier mit euch in einem Führungsbunker der Grenztruppen der DDR. Ich freue mich. Geile Location. Mega riesig. Infanterie-Generalgruppe? Hier im Bunker. Hier saßen sie damals, haben geschlafen. Krass. Guck mal auf dem Boden, hier ist alles voll mit Batteriesäure. Oh, lecker. Ist das eine Funkanlage? Havariesatz? Okay. Guten Morgen. Unser nächster Lost Place Besuch führt uns wieder in ein Waldstück. Wir suchen den Eingang eines Bunkers. Des Führungsbunkers. Riesengroß soll das Ding sein, kilometerlang. Ich hoffe, wir finden das. Wir haben aber auch noch eine zweite Anhaltsstelle. Trotzdem wird es ein bisschen Gesuche. Let's see. Ja, unser erster Tipp zum Eingang war wohl nur Pustekuchen. Also geht es jetzt diese Straße lang. Und zwar 2 Kilometer. Ja. Happy time! Wir sehen uns vor Ort. So, wir haben unser Zielgebiet erreicht. In der Mitte dieses Forstrechtecks hier müssten wir den Bunkereingang finden können. Hoffentlich. So, wir sind auf Bunkersuche. Immer in 10 Meter Abstand. Jedes dieser Löcher kann ein Eingang sein. Ich habe ihn entdeckt. Da im Hügel. Da sieht man Steine mit Löchern drin. Geil. Da ist er. Und da hinten sind Hügel. Das sind bestimmt Räume. Da ist das Gerät. Zumindest Lüftungsschlitze davon. Weiter gucken, weiter suchen. Hier muss er sein. Ein großes Entlüftungsrohr. Weit können wir nicht mehr weg sein. Da hinten auch überall Hügel. Verdammt, wo ist das elende Ding? Gefühlt bin ich jetzt schon jeden Hügel zweimal abgelaufen. Okay, hier ist ein Pfad. Da sind Pfosten im Boden. Ich hab ihn. Hier. Ja. Da ist das Loch. Welcome to the bunker. Ja, wir haben unseren Bunker gefunden. Alle lechzen nach Wasser. Also riesengroß, Leute. Wir haben bestimmt 10 solche verschlossenen Dinger gefunden, überall hier im Wald verteilt. Seid gespannt, das wird mega geil. Ja. So, Höhlenerkundungsmodus. Noch die Handschuhe an. Die lasse ich weg, bis ich sehe, dass ich sie brauche. Lampe an. Zack, zack. Zu schwach. So. Okay. Das ist schon mal geräumiger als der letzte Zugang. Noch. Der letzte war super, der vorletzte. Oder der vorvorletzte. Was haben wir denn sind hier? jetzt schon so lange auf Tour. Direkt ein Fass. Hä? Was ist denn das Irgendwas denn? Russisches. Sieht aus wie Luftfilter. Ja, könnte ein Luftfilter Mit den Henkeln. Sache. Ja, wird hier im Ausgang vielleicht sogar Sinn machen. So, dicke blaue Tür. Dicke Riegel. Oh. Zack. Und direkt die nächste das fette Shop, was uns hier erwartet im Eingang. Und endlose Gänge. Ja, dieser halbrunde Hangaraufbau, den wir schon kennen. Laborprüfung am 10.11.88. Der Filter entspricht den technischen Forderungen. Ah, da haben wir es. Das sind Luftfilter. Oh, geil. Leute. Ein altes Bett. Nehmen wir mal Platz. Hier im Bunker. Hier saßen sie damals, haben geschlafen. Krass. Boah, ist das weit. Ausgaben, 35 Meter. ARD. Leute, guck mal, was das für eine Tür ist. Wenn die zu ist,
wirklich? Doch. Krass. Was für eine fette Tür, Leute. Ja, wir sind hier mit euch in einem Führungsbunker der Grenztruppen der DDR. Quasi das Oberkommando der Grenztruppen konnte sich hierhin zurückziehen und war von hier voll einsatzfähig. Genau. Ne, im Falle von Luftschlägen, Atomschlägen, dem Feind, der das letzte Kommandozentrum überrannt hat oder sonstigem. Von daher, das ist ja alles High Class. Ich freue mich. Geile Location. Mega riesig. STCCCRD. Genau gleicher Raum wie die anderen auch, ohne Pritsche. Vielleicht Bezeichnung für spezielles Equipment oder eine Abteilung? Oh, hier wird es noch ein bisschen. Hier gibt's die Abfertigung. Endlich mal ein ausgeschriebenes Wort. Die Abfertigung. Abfertigung. Da ist ein Doppelbett. Oh, ein Doppelzimmer. Wieder eine Luftfiltern vorbei. Diese Halterung war gemeint. Was kann sie? Notausgang. Notausgang. Oh, eins der Dinger, das wir gefunden haben. Okay, kein Ausgang. Wir begeben uns jetzt in die Abfertigung. Unser Ausweg wurde markiert. Weiter geht's. Alte Kabelführung 51. Okay, jetzt steigt's wieder. So. Nächste Kreuzung, nächste Pfeil. Es geht überall gleich aus, es geht endlich weiter. Ich glaube, ich weiß Bescheid. Diese einzelnen Bezeichnungen sind jeweils Dienstränge, ne, die hier halt ihr Dienstquartier zugewiesen bekamen. Ach, du meinst die Vornamen? Nein, nicht Vornamen, sondern Dienstbezeichnungen, keine Ahnung. Korporal der Garde, was weiß ich, irgendwie sowas. Eins irgendwie, ja. Ja, ne? Keine Ahnung. Ach, Zegaki heißt er auch, hier. Da kann man es lesen. Der Zegaki. Stahlschott. Okay. Ja, dann auf zur Abfertigung. Ach, fliegen wir in Urlaub? Nach Bunkistan. Ich kann mich echt immer nur hier in diesen Zwischengängen aufstellen. Das ist furchtbar. Ach Leute, ist das schön. Kleinzwergnase, ey. Tja, desto größer du bist, desto tiefer fällst du. Was geht hinab? Hier war der Kader. Und es geht jetzt hinab Richtung Abfertigung. Was ist Kader? Frage. Okay. Vom Parteikader. Immer weiter runter. Aber zum Glück nicht so eine senkrechte Leiter, hätte ich ja gar keine Lust. Ja. Luftfilter? Lufttechnik. Ja, die Lufttechnik, gut. Ja. Stimmt gar nicht. Ah ne, 85 Grad, 28 Kilo. Oh ne, 80. 80 wird das gesagt. Ja, der Luftfilter ist wohl 80. Aus dem Jahre 80. Boah, der geht schon über 40 Jahre hier unten. Krass. Dreierkreuzung, nächster Fall. Eine Markierung, damit wir auch hier rauskommen. Richtung, wo wir herkamen. So ein bisschen das Gefühl, irgendwie so Benzin oder sowas zu Ja, wo du es sagst. Raum mit Pritschen, 21. Infanterie-Generalgruppe? Ölfilter würde ich auch sagen. Hier ist jetzt so ein Filteransatz drin. Hier ist alles verölt mit Zahnrad. Krass, die Zahnräder sind nice. Hier riecht es auch komisch. Wir nähern uns dem Ende des linken Ganges.
stellvertretender MGBT im Sekretariat. Gut, gehen wir mal ins Sekretariat. Ich wollte mich über die Zustände hier beschweren. Hallo? Ist hier jemand? Oh krass, hier geht's weiter. Vielleicht sollten wir hier nicht reinlaufen, ohne uns noch eine Markierung zu machen. Oh mein Gott, nee. Hier im Sekretariat scheint es nämlich noch ein gutes Stück weiter zu gehen. Oh ja. Oh. Hier noch so ein Teil von der Belüftungsanlage, wie es scheint. Aha. Ja, so ein Luftfilterteil. Hier war die Kurbel dran. Ja? Oh ja. Nee, da ist kein Eingang für eine Kurbel, mein Freund. Oder hier? Ja, da müsste, wenn in der Mitte die Kurbel dran sein, ja. Hier stand die Filterkartusche drauf. Ja, Hier war dann die andere Hälfte dran, war dann angeschlossen. ja. Da ging das raus und hier war das Rohr nach innen. Der wurde angesaugt. Ja. In den Dingen rein und dann. Ganz cool. Durch den Filter. Notkurbel. Da muss es aber mehrere noch geben, weil der größere ist ein bisschen. Ja, gibt's ja. In jedem Zimmer prinzipiell einer. Da kann jeder seinen Raum selbst belüften. Stimmt, deswegen die Halterung immer. Ja. Ja, macht Sinn. Aha. Spannend. Wieder eine Erfahrung reicher. Sagen Sie doch nochmal, was stand da für ein Gerät? Da ist vielleicht ein Server. Ein Server! Das könnte sein, gute Frau. Ein Server. Da. So eine Server. So, wir verlassen das Sekretariat und gehen zurück zu unserer Kreuzung Richtung Abfertigung. Und das für die Wasser vielleicht? Ja. Das hängt überall auch. Gesichert. Ein Gewehrhalter. Ja, hier war dann quasi der Griff drin. Hier der Kolben oder der Lauf, je nachdem. Und dann konnte das Ding zugemacht werden. Sehr cool. So, stickig ist es hier. Ja, ich fürchte, aber das wird weiter unten womöglich nicht besser. Wir haben jetzt bestimmt wieder 7 Meter uns tiefer bewegt oder so, oder 5. Okay, das ist ein alter Belüftungsstützen. Kleines Tischchen. Eine große Tür. Wieder so ein Kurbelnoffler. Keine Schriftzeichen. Ein weiterer Kurbelnoffler. Ich mach mal die Tür hier auf, oder mach du, Jay? Okay, keine Beschriftung, markierungsfrei. Kurbler. Oh, hier wäre auch ein alter Pfeil, aber wir machen unseren eigenen. Wohin? Sitzt. Okay, wir merken uns, wir sind rechts gegangen nach unserem Pfeil. Und was? Oh, was ist hier los? Komplett vollgestellt. Einzelbett und noch anderes Zeug. Serverschrank und Tische. Let's take a look. Hier ist ja noch richtig Einrichtung. Hier wurde gefeiert. Krass, hier liegt noch Zeitung von 23. Okay. Februar. Ja, hier noch jede Menge intakte Betten. Ach, bessere Stellbetten, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Doch. Ist auf jeden Fall mehr Platz drauf. Als auf so einer Kugelgeschichte. Ja. Satt. Alte Kaffeedose, wie die aussieht, könnte tatsächlich noch von damals sein. Was ist das? Sieht interessant aus. Überall Kabel und Krempel. Und noch mehr davon. Okay.
Das sieht aus, als könnte so eine Einheit in jeder dieser Dinger gesteckt haben, ne? Dinger gesteckt haben, ganz genau. Was sieht denn das? AKA Elektrowärme. Elektrowärme, vielleicht waren das Heizungen. Hier stehen auch die Kästen davon. Das ist echt spannend. Batterie 1, Batterie 2. Block 1, Block 2. Ja, und das waren Batterien. Das waren riesige Batterien. Riesige Batterien. Also in jedem Ding war eine Batterie drin. Ja, und hier sind die Sicherungskästen für die Batterieplanung und so ein Kram. Krass, hier auch dicke Schränke. Ja, 1 Batterieamt. Ist das eine Amt? Da steht doch was. Störung. Ist das eine Funkanlage? Ich weiß es nicht. Und hier steht noch drauf, Sollwert, Ladeeinstellung, Ausgleich. Ja, das wird vermutlich die Notfallstromversorgung gewesen sein. Hier ist auch noch Batteriesäure dran. Ja. Guck mal auf den Boden, jetzt alles voll mit Batteriesäure. Oh, lecker. Die haben sich einfach aufgelöst. Schwefel und irgendwelche Teile liegen da rum oder sowas. Die haben sich durch die Feuchtigkeit einfach aufgelöst. Geil, die Notstromversorgung haben wir gefunden. Sehr spannend. Mit Wandlern und so dunstigem Krempel. Ja, noch so viel da. Ja. Hier sieht man mal, wo der Anschluss war. Hier ging es dann ans Rohr, was zum Beispiel nach draußen geführt hat. solche. Genau. Hier der Nöppel, da war es draufgesteckt. Einfach nur mit so einer Gummimanschette, dass du schnell tauschen kannst, wenn der Filter durch ist. Oh, wie schwer sind die eigentlich? Oh, ordentlich, ne? Ordentlich, bestimmt Musst du schon 40 mit Kilo. 2 Mann tragen. Ja. Das durch die engen Gänge. Frage ich mich, wie lange hat so ein Ding gehalten? Wisst ihr es, Leute? Ja, ich denke mal, die waren ja gar nicht oft in Betrieb, ne? Die wurden ja nur in Betrieb genommen im Notfall. Ich habe bis jetzt keine. Ja, okay, hier sind Rohrhalterungen. Wer weiß, ob es hier noch eine elektrische Lüftung gab oder die tatsächlich hier selber Frischluft machen mussten. So, wir sind in der 4 und hier erwartet uns ein ganzes Trümmerfeld. Kabel, das ist Telefonkabel, oder? So ein gezingeltes. Ja, vielleicht war das der Kommunikationsraum. Ja, das sieht wirklich danach aus. Der kommt dann. Steht hier. Überall scharfe Kanten und glitzerndes Metall um uns. Da hinten noch so ein feuerschalenartiges Gebilde. Die 1. Wir haben die 1 gefunden. Vielleicht ist ja was Spezielles in der 1. Auch nur Schränke, TLN zur Vermittlung. Doch, das sind Telefonschränke. Oder Funkschränke. Oh, lauter Öl oder so. Da oben sifft's raus. Es gab ja auch Ölfilter. Irgendwas durch Ölkabel hier scheint auch Öl zu laufen. Oh, hier ist alles zusifft, ja. So, wir haben einen Bauplan von dem ganzen Ding und gucken jetzt mal, dass wir uns orientiert kriegen, auf welche Etage wir sind. Wir müssten in der 2. Tiefetage sein. So sieht das Teil aus. So, nach einem Check auf den Lageplan biegen wir ab. Es gibt keine Beschriftung mehr. Oh, wir haben einen Pausenraum gefunden. Endlich ein großer Raum. Ich kann gerade stehen. Oh, dem Herrn sei Dank. Der Truppenvorrat vom chemischen Dienst. Die Bunkerschenkel. Ja, die brauche ich auch gerade. Die Bunkerschenkel. Zack. Oh, erstmal was trinken. So, mit neuer Kraft. So, wir kamen von da hinten, ne? Ja. Wir haben keinen Pfeil da gemacht. Eine riesige Munitionskiste. Havariese. Havariesatz. Okay. Ah, okay. Vielleicht Ersatzteile. Das ist leer. Wenn die Technik variiert, ne, dass da von allem ein Ersatzteil drin ist.
Und hier hat man alles reingeschüttet. Ah, okay, das hier waren die Serverräume, Leute. Noch mehr Serverräume. Hier ist alles voll mit Elektrik. Ein Reinkommen ist unmöglich, aber ihr seht es vielleicht. Eine Lounge stelle ich mir bequemer vor. Ja. Alles einfach da reingeworfen und gedrückt. Und über den Havariesatz wieder zurück. Okay, dann war's das. Dann war es das. Wir sind am Ende. Wir sind Gut. in der tiefsten Ebene angekommen. Ja, ich bin auch auf meinem Tiefpunkt offenbar. Ja, nach so, keine Ahnung, 6 Tagen Dauertour und was weiß ich, wie viele Locations darf mal ein bisschen foggy sein. Okay. Guck mal hier, hast du das gesehen? Mit der Kuhglucke hier? Ne. Ja, den Riegel. Zack. Geil. Ja. Und dann kannst du, hallo, haben Sie das Passwort bitte? Die war hier drin. Nächster. Freiheit. Und hier geht's wieder raus. Und hier wachsen Pilze, dicke, schöne Röhrlinge. Oh, ich hänge am Rucksack. Und der letzte kommt aus dem Loch. Geschafft. Das war mega. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Für uns war es super. Lasst gerne ein Lasst Abo da. uns ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Bis dann.